Get lost in the underground. You're the music, you're the sound. All your worries start to drown like in the underground. Everybody lost and found. It's what it's dripping all around. Lights are flashing, lights are flashing. In the underground. Get lost in the underground. You're the music, you're the sound. All your worries start to drown like in the underground. Everybody lost and found. It's what it's dripping all around. Lights are flashing, lights are flashing. Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Ich hoffe, dass das Video, was ihr vorher gesehen habt mit der kleinen Vorstellung, dass die Musik uns nicht das Video wegstrikt wegen Copyright oder irgendwas bei YouTube, ist ein bisschen schwierig, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, ihr habt sicherlich schon gesehen, worum es heute in diesem Video geht, und zwar möchten wir euch den neuen NerdX vorstellen. NerdX ist sozusagen eine Kombination aus Nerdminer, also wir haben ja schon einige Videos zum Nerdminer gemacht, wie man das einrichtet, wo man den Nerdminer kaufen kann und so weiter und so fort. Wir haben wirklich zigtausend Aufrufe gehabt, was Nerdminer angeht. Also das Thema ist richtig gut bei euch angekommen. Und natürlich haben wir auch uns den BitX Ultra angeschaut. Das ist das Teil hier. Das ist quasi so, ich sag's mal so, ein Nachfolger beziehungsweise jetzt ein neues Modell, wo halt ein ASIC-Chip dann drauf ist, zum Beispiel der BM1366 aus dem Endminer S19. Und letztendlich wurde jetzt eins gemacht im NerdX, es wurde beides kombiniert. Das heißt, wir haben zum einen den Nerdminer, seht ihr hier nochmal mit dem klassischen T-Display S3 und halt eben den BitX, das heißt, die Grundplatine ist quasi die gleiche, nur dass halt eben hier oben jetzt das Display hinzugefügt wurde, und der NerdX sieht letztendlich so aus, und den gibt es auch in unterschiedlichen Variationen. Das heißt, zum einen könnt ihr den schon fix und fertig so kaufen, wie er jetzt hier ist, das heißt inklusive T-Display S3. Alternativ könnt ihr auch nachrüsten, das heißt, ihr könnt den ohne T-Display S3 kaufen, ist natürlich dann ein bisschen günstiger, und könnt auch einen alten Nerdminer in Anführungsstrichen, könnt ihr hier quasi draufsetzen auf das Board. Und dann funktioniert das auch. Ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzer Disclaimer dazu. Ich weiß, hier gehen wieder die Meinungen extrem auseinander. Die einen sagen, das ist eine coole Sache, ich mache das mal, was Nerdminer und BitX zum Beispiel angeht. Andere sagen halt eben, ja, das ist rausgeschmissenes Geld, man verdient damit kein Geld, das ist und so weiter und so fort. Ja, ich gebe euch natürlich allen recht, habt recht. Nerdminer bzw. BitX, auch NerdX, es ist eine Spielerei, man kann damit nicht wirklich Geld verdienen, das ist halt eben so. Ihr seht es hier mit 500 Gigahash, das sind wenn überhaupt ein paar Cent am Tag. Hier ist wirklich nur das Solo-Mining interessant, allerdings ist das Solo-Mining aber auch wieder eine Art Glücksspiel, und die Chance, dass ihr mit einem von den Geräten, also vom Nerdminer, ist ja noch extrem geringer, als mit einem BitX Ultra einen Block im Bitcoin-Mining zu gewinnen quasi. Und ja, das sollte euch auf jeden Fall bewusst sein, bevor ihr irgendwas investiert, irgendwelche Hoffnungen reinlegt. Nein, es ist damit nicht effektiv Geld zu verdienen. Hier ist eigentlich so der Spaß so ein bisschen im Vordergrund und auch das ganze Open-Source-Projekt drumherum. Darum geht es letztendlich. Ja, wir gucken uns mal den NerdX jetzt mir direkt hier bei Bitronix an. Ich habe euch das nochmal bei Decentral auch nochmal rausgesucht. Das sind die zwei Anbieter, die mir aktuell bekannt sind. Dies ist auch keine bezahlte Werbung oder irgendwas in der Richtung, sondern wir machen das Video, weil wir halt eben guten Zuspruch bekommen haben auf unsere Nerdminer bzw. BitX Ultra Videos. Deswegen gucken wir uns das an. Ja, NerdX. So sieht das Ganze aus. Wir können uns nochmal die Bilder anschauen. Ihr seht hier dementsprechend einen BitX-Board sozusagen. Hier ist das Liligo T-Display S3 einfach nur aufgesteckt. Das heißt, es gibt halt eben die Variation, dass ihr
mit oder ohne Display das Ganze nehmt. Ja, so sieht das aus mit den ganzen unterschiedlichen Gehäusen. Ja, und wo kein Display drauf ist, habt ihr jetzt einen Sockel drauf, wo ihr euer T-Display S3 letztendlich draufstecken könnt. Ja, ausgestattet ist das Ganze mit einem BM1366 ASIC Chip, der 500 GHz bringt bei 12 Watt Stromverbrauch. Die Produkteinführung ist am 25. Mai, das heißt vor 3 Tagen wurde das Produkt eingeführt. Bearbeitungszeit 1 bis 2 Wochen. Hier steht nochmal da, die Stromversorgung kommt halt eben aufs Land drauf an, ne, wo ihr herkommt. Europa, wir haben ja natürlich andere Steckdosen wie in Amerika. Da ist halt eben auch wichtig, da die richtigen Angaben zu machen. Genau, ihr könnt halt eben hier, das ist quasi die Farbe, das heißt, in welcher Farbe das Ganze ausgeliefert werden soll, das Gehäuse. Hier könnt ihr die Netzteil nochmal, ob ihr ein Netzteil dazu braucht oder nicht. Ja, und als letztes habt ihr hier das Expansion Kit. Das heißt, es ist ohne Display. Das heißt, also ihr könnt halt eben auch einen alten Nerdminer draufstecken oder ein Full Kit. Da ist halt eben ein T-Display S3 mit drauf. Das heißt, der kommt dann komplett so, wie ihr den hier letztendlich seht. Ja, hier wird auch nochmal erklärt, was das Ganze ist. Also NerdX ist ein Fork vom BitX Ultra mit Vollfarb-Display, ein vollständiger Open Source Bitcoin ASIC Miner mit dem S19 XP BM1366 ASIC Chip. Das ist ja bei den meisten BitX Ultras ja so gewesen. Es gibt ja von BitX noch andere Versionen. Ja, und das ist aber halt eben der 1366er. Ich glaube, es gibt noch BitX Ultra. Also da gibt es auch unterschiedliche Ausführungen. Ja, NerdX ist als Erweiterungskarte für denen gedacht, der Nerdminer haben, leistungsstarke Mining-Funktionen haben möchten, ohne die Essenz vom Nerdminer zu verlieren. Aus diesem Grund wird NerdX derzeit von dem Nerdminer-Projekt verwenden, Standardkarte dem TTGO T-Display S3 gesteuert, das heißt das LilyGo T-Display S3, was ja eigentlich der Nerdminer für sich ist, kann es halt eben, also wenn ihr den habt, könnt ihr ihn draufstecken und das Ganze funktioniert. Ja, das Design gewährleistet effiziente, leistungsstarke Mining-Funktionen und erreicht 500 GHz bei 20 Watt pro Terahash. Das heißt, es sind ungefähr 10 Watt. Es wird mit 5 Volt Gleichstromversorgung betrieben und über einen 2,55 mm Hohlstecker angeschlossen. Das heißt, ihr braucht dafür einen 20 Watt Netzteil. Also könnt ihr hier mitbestellen, aber die meisten von euch haben, glaube ich, schon eins. Beziehungsweise diejenigen, die das Thema kennen, sollten auf jeden Fall eins haben. Hier sind wir auch wieder im Bereich XOS, das heißt, das kennt ihr ja schon wahrscheinlich aus dem BitX Ultra bzw. BitX Supra Bereich, ist genau das gleiche vom Betriebssystem her. Von daher ändert sich da erstmal nicht viel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein NerdX macht mir mit diesem Farbdisplay, also mit dem LilyGo T-Display S3, einen ganz anderen Eindruck, wie das kleine flache Display, was jetzt drauf ist, was auch nicht so richtig sitzt. Ja, von daher, mir gefällt das Teil auf jeden Fall deutlich besser. Ja, und aber wie gesagt, es ist wieder so eine Geschmacksgeschichte. Ihr müsst halt eben selbst schauen, entscheiden, ob ihr es wollt, ob ihr es nicht wollt. Ja, es ist halt eben, auch wie ich es schon gesagt habe, eine kleine Spielerei, was das Ganze angeht. Ja, Merkmale: vollgrafischer Bildschirm über 1,0 Zoll IPS-Bildschirm, kennt ihr schon. 2 leicht zugängliche Tasten, das eine ist, glaube ich, Boot und das andere ist Reset-Taste. Den BM1366 ASIC-Chip von Bitmain ist ja auch klar. Funktioniert ausschließlich mit 2,4 GHz WLAN, ist auch klar. Eine 5 Volt Stromversorgung mit mindestens 4 Ampere. Volt mal Ampere sind Watt. 5 mal 4 sind 20. Das heißt, 20 Watt soll das Netz halt schon haben. Einfache Einrichtung über das XOS-Portal. Jeder, der schon mal zumindest mit den BitX Ultra oder BitX Supra gearbeitet hat, kennt oder beziehungsweise weiß, wie das funktioniert. Integrierte Website zur Überwachung der Betriebsparameter des Miners, Protokolle und Durchführung von Firmware-Updates. Also es ist nicht wirklich was Neues, was die Software angeht. Es ist halt eben wirklich nur, wie ich es schon gesagt habe, einfach nur kombiniert worden zwischen den Nerdminer, den klassischen, den eigentlich so gut wie jeder kennt, der sich das Video jetzt gerade reinzieht sozusagen, und den BitX Ultra. Sieht hier nochmal, beziehungsweise auch BitX Supra und alle Sub-Versionen, die halt eben auf diesem Board quasi basieren. Ja, nicht nur Bitronix wird den NerdX anbieten, auch die Central-Tech wird den NerdX anbieten. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, das aussuchen, ob ihr ein komplettes Kit wollt, Erweiterungskit. Hier könnt ihr nochmal das Netzteil auswählen. Hier ist es so, dass die Auslieferung ab 30. Mai 2024 geschieht. Auch hier
haben wir wieder 500 Gigahash. Ist an und für sich genau das gleiche. Und finden wir halt eben eine Top-Geschichte, Top-Idee, ist mal was Neues. Ja, und was halt eben wir auch relativ gut finden, dass quasi jeder beziehungsweise dass damit auch Projekte gefördert werden. Also ihr seht hier, für jeden verkauften NerdX werden 10% an das OSMU gegeben, also Open Source Mana United überwiesen. Könnt ihr euch auch mal anschauen, braucht einfach nur mal danach zu googeln. Wird auch OSMU abgekürzt. Und das könnt ihr euch mal reinziehen. Da geht es auch darum, zum Beispiel BitX, BitX Ultra etc. Die kümmern sich auch genau um solche Themen letztendlich. Das heißt, ein kleiner Obolus fließt quasi in diese Open Source Gruppe und die kümmern sich um die Weiterentwicklung unter anderem vom System, von Software-Updates etc. Genau das gleiche habe ich jetzt hier auch gelesen bei Bitronix. Hier ist auch nochmal ein Betrag von jedem Kauf wird mit dem BitX-Team der OSMU Community geteilt. Das heißt, dass auch die Entwickler was davon haben. Das heißt, wenn ihr was kauft, geht ein Obolus an die OSMU, also OSMU Community. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal eine relativ gute Geschichte. Ja, letztendlich soll es das an dieser Stelle zu dem Thema erstmal gewesen sein. Dadurch, dass wir Nerdminer genug am Start haben, wir haben den BitX haben wir auch am Start. Ob es jetzt ein NerdX wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil dann stehen hier 3 oder 4 von den Teilen rum. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das Sinn macht. Aber auf jeden Fall, wir finden, es ist eine richtig coole Idee. Sieht auch wirklich gut aus. Es macht auf jeden Fall wirklich einen her, wenn ihr dann ein schönes Display oben drauf habt, anstatt dieses kleine Display, was da aktuell installiert ist. Ja, von daher entscheidet selbst, ob es gut oder schlecht ist. Ja, und hier nochmal der Disclaimer, ich habe es vorhin schon gesagt. Es ist eine Spielerei, es ist damit nicht wirklich Geld zu verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einem Nerdminer, mit einem BitX Ultra oder mit einem NerdX irgendwie einen Bitcoin-Block erwischt, ist relativ gering. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Like oder ein Abo da. Abo wäre noch geiler. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Bis die Tage. Bis später. Ciao.